Diese Blumen kannst du im Juli noch säen, für ein blühendes Beet bis in den Herbst. Viele schauen im Juli auf eine kahle Stelle im Beet und denken, dafür ist es jetzt zu spät. Aber genau dieser Gedanke kostet deinem Garten oft die schönste zweite Blüte des Jahres. Denn im Juli ist der Boden warm, die Tage sind lang und viele Blumensamen keimen jetzt viel schneller als im kühlen Frühjahr. Servus und Hallo, hier ist deine Garten-Lea. Wenn dein Beet nach der ersten Sommerwelle müde aussieht, musst du nicht bis zum nächsten Frühling warten. Du kannst jetzt noch Blumen säen, die im Spätsommer und Herbst Farbe bringen, Bienen anlocken, Lücken schließen und manche Gartenecke wieder lebendig machen. Das ist besonders wertvoll nach frühen Stauden, nach abgeernteten Gemüseflächen oder dort, wo Hitze, Trockenheit oder Schnecken eine Lücke hinterlassen haben. Wichtig ist nur, dass du die richtigen Blumen auswählst und ein paar typische Juli-Fehler vermeidest. Denn im Juli funktioniert Aussaat anders als im Frühling. Die Wärme hilft den Samen, aber die Oberfläche trocknet auch schneller aus. Die wichtigste Regel kommt deshalb gleich am Anfang. In den ersten Tagen nach der Aussaat darf die Erde oben nicht austrocknen. Nicht nass, nicht schlammig, aber gleichmäßig feucht. Diese Keimphase entscheidet fast alles. Wenn die Samen einmal aufgequollen sind und dann austrocknen, ist der Start oft verloren. Deshalb ist ein kleiner, gut betreuter Bereich besser als ein riesiges Beet, das du nicht gleichmäßig feucht halten kannst. Gieße am besten morgens. Bei großer Hitze kannst du die Saatfläche leicht schützen, zum Beispiel mit dünnem Vlies, ein paar Zweigen oder einer flachen Kiste, die etwas Schatten gibt. Sobald die Keimlinge sichtbar sind, kommt die Abdeckung wieder weg. Und bitte säe nicht zu tief. Viele kleine Blumensamen wollen nur leicht bedeckt oder sogar nur angedrückt werden. Zu tief gesät bedeutet im Juli oft, sie kommen gar nicht mehr hoch. Lockere die Erde fein, entferne grobe Klumpen, gieße einmal vor und säe erst dann. So schwemmst du die Samen später nicht weg. Die erste Blume ist die Zinni. Zinnien sind wahrscheinlich die stärkste Wahl, wenn du schnell sichtbare Farbe willst. Sie lieben Wärme, keimen bei warmem Boden zügig und blühen später kräftig in rosa, rot, orange, gelb oder weiß. Säe sie sonnig und nur leicht mit Erde bedeckt. Gib ihnen genug Abstand, denn zu eng stehenden Zinnien bekommen schneller Mehltau. Lieber wenige kräftige Pflanzen mit Luft dazwischen, als viele dünne, die sich gegenseitig bedrängen. Wenn du laufend einzelne Blüten schneidest oder Verblühtes entfernst, treiben sie immer wieder nach. Die zweite Blume ist das Schmuckkörbchen, also Kosmos. Kosmos ist eine dieser Pflanzen, bei denen zu viel Fürsorge schadet. Kein fetter Kompost, kein starker Dünger, kein übertriebener Ehrgeiz. In magerer, lockerer Erde blüht Kosmos oft besser als in einem zu reichen Beet. Die feinen, fast dillartigen Blätter und die luftigen Blüten in weiß, rosa, pink oder rot bringen Leichtigkeit in den Garten. Hohe Sorten setzt du eher nach hinten, niedrigere Sorten passen auch in größere Kübel. Und jetzt kommt eine Blume, bei der viele denken, die hätte ich im Mai säen müssen. Sonnenblumen. Ja, Sonnenblumen kannst du auch im Juli noch säen. Aber dann solltest du nicht zu den riesigen Sorten greifen, die ewig in die Höhe wachsen. Nimm lieber schnelle, kompaktere Sorten oder Schnittsonnenblumen. Autumn Beauty, Pro-Cut oder Sunridge sind gute Beispiele. Autumn Beauty bringt warme Herbstfarben, Pro-Cut eignet sich gut für Schnittblumen und Sunridge wirkt klassisch und kräftig. Wichtig ist beim Kauf vor allem der Hinweis: früh blühend, kompakt oder Schnittsonnenblume. Dann stehen deine Pflanzen nicht erst halbfertig im Herbst da. Stecke Sonnenblumenkerne etwa 2 bis 3 cm tief und schütze die Aussaat in den ersten Tagen vor Vögeln und Mäusen. Ein Stück Vlies, etwas Drahtgitter oder ein paar Zweige können schon reichen. Die nächste Blume ist die Studentenblume, also Tagetes. Für eine Juli-Aussaat sind besonders die niedrigen Tagetes-Sorten interessant. Sie bleiben kompakt, blühen zuverlässig und eignen sich wunderbar für Beetränder, Töpfe oder freie Stellen zwischen Gemüse und Sommerblumen. Achte eher auf niedrige Sorten wie Bonanza, Bonita oder Petite Harmonie, statt auf sehr hohe, großblumige Formen. Sie kommen schneller zur Wirkung und sehen bis in den Herbst ordentlich aus. Viele setzen Tagetes auch ins Gemüsebeet, weil sie als Begleitpflanze geschätzt werden. Aber sie sind kein magischer Schutz gegen alles. Ihr eigentlicher Wert liegt darin, dass sie lange blühen, Lücken schließen, Insekten anziehen und dem Beet sofort wieder Struktur geben. Wenn du eine schwierige, trockene Ecke hast, denk an Kapuzinerkresse. Kapuzinerkresse liebt eher einfache Böden. In zu nahrhafter Erde macht sie oft riesige Blätter, aber weniger Blüten. In Töpfen, am Hochbeet oder über eine Kante hängend
sieht sie wunderbar aus. In sehr heißen Lagen ist ein Platz mit Morgensonne und etwas Nachmittagsschatten oft besser als pralle Sonne den ganzen Tag. Ihre Farben in Gelb, Orange und Rot bringen sofort Wärme ins Bild. Jetzt kommt eine meiner liebsten Herbsthelferinnen, die Ringelblume. Ringelblumen sind perfekt für alle, die ohne viel Aufwand noch Farbe ins Beet bringen wollen. Sie keimen zuverlässig, blühen freundlich in Gelb, Orange oder Creme und passen wunderbar an Beetkanten, zwischen Gemüse oder in naturnahe Gartenbereiche. Im Juli gesät, nutzen sie die warme Erde zum Start und können später bis in den Herbst hinein Farbe bringen. Nicht überdüngen, nicht verhätscheln, einfach sonnig setzen und Verblühtes entfernen. Wenn du einen Gemüsegarten hast, kannst du Ringelblumen gut an freie Beetkanten säen. Dort sehen sie nicht nur schön aus, sondern lockern die ganze Fläche optisch auf. Bleib jetzt kurz dran, denn die nächsten Pflanzen werden oft unterschätzt, obwohl sie im Garten unglaublich nützlich sind. Duftsteinrich, auch Alyssum genannt, ist klein, aber wertvoll. Er bildet niedrige, duftende Blütenpolster und eignet sich perfekt für Beetränder, Kübel oder kahle Lücken zwischen höheren Sommerblumen. Die winzigen Samen werden nur auf feine Erde gestreut, leicht angedrückt und nicht mit Erde bedeckt. Genau hier machen viele den Fehler. Alyssum braucht Licht zum Keimen. Im Spätsommer und Herbst bringt Duftsteinrich einen weichen, weißen oder violetten Blütenteppich ins Beet. Besonders schön wirkt er neben Zinien, Ringelblumen oder Kapuzinerkresse, weil er kräftige Farben optisch verbindet. Borretsch ist eine starke Bienenpflanze mit blauen, sternförmigen Blüten. Er wirkt im Beet etwas wild, aber genau das macht ihn so wertvoll. Wenn im Spätsommer viele andere Blüten nachlassen, liefert Borretsch noch Nahrung für Bienen und andere Bestäuber. Säe ihn direkt ins Beet, gib ihm genug Platz und setze ihn lieber in eine freie Ecke als ganz nach vorne an den Beetrand. Dort darf er sich natürlich entwickeln und bringt sofort Leben in den Garten. Kalifornischer Mohn, auch Goldmohn genannt, ist perfekt für sonnige, trockene Stellen mit eher magerem Boden. Er hat leuchtend orangefarbene, schalenförmige Blüten und feines graugrünes Laub. Wichtig ist, direkt ins Beet säen und nicht vorziehen oder umpflanzen. Er bildet schnell eine Pfahlwurzel und mag es nicht, gestört zu werden. Kalifornischer Mohn ist keine Pflanze, die du verwöhnen musst. Du gibst ihr Sonne, lockeren Boden und etwas Ruhe. Und dann macht sie aus einer trockenen Ecke einen kleinen Lichtpunkt im Garten. Kornblumen bringen dieses klare Blau in den Garten, das zwischen Ringelblumen, Zinien oder Sonnenblumen sofort auffällt. Und genau dieses Blau fehlt vielen Sommerbeeten. Wir pflanzen oft automatisch Gelb, Orange, Rot und Pink. Kornblumen setzen da einen ruhigen Gegenpol. Sie wirken leicht, natürlich und passen wunderbar in Bauerngartenbeete, Blumenwiesen oder freie Lücken am Beetrand. Wenn du regelmäßig Blüten schneidest oder Verblühtes entfernst, bleiben sie länger in Blüte und liefern schöne Stiele für kleine Sommersträuße. Dieses Blau beruhigt die warmen Farben und lässt Gelb, Orange und Rot noch stärker leuchten. Und die 11. Pflanze ist ein kleiner Bonus, einjähriger Rittersporn. Er bringt hohe, elegante Blütenkerzen in Blau, Violett, Rosa oder Weiß. Für den Juli ist er aber eher etwas für geduldige Gärtner. Er ist nicht die beste Wahl, wenn du sofort Herbstblüten erwartest. Wenn du ihn flach direkt ins Beet säst und nicht verpflanzt, kann er sich für das nächste Jahr vorbereiten und später wunderschöne Blütenstände bringen. Wichtig: Rittersporn ist giftig. Also bei Kindern, Hunden, Katzen oder Weidetieren bitte mit Bedacht setzen. Wenn du bis hierhin nur eine Sache mitnimmst, dann diese. Juli-Aussaat ist kein Notprogramm. Sie ist eine gezielte zweite Runde für Beete, die sonst leer bleiben würden. Für schnelle Farbe nimm Zinien, Studentenblumen und Ringelblumen. Für Bienen und Nützlinge nimm Borretsch, Duftsteinrich und Kosmos. Für trockene, schwierige Plätze nimm Kapuzinerkresse und kalifornischen Mohn. Für Schnittblumen nimm Zinien, Kornblumen und Sonnenblumen. Und wenn du jetzt schon ans nächste Jahr denkst, probiere einjährigen Rittersporn. Der wichtigste Fehler ist nicht im Juli zu säen. Der wichtigste Fehler ist, zu glauben, der Juli sei schon zu spät. Halte die Aussaat feucht, sähe flach, dünne rechtzeitig aus und dünge nicht alles automatisch. Dann kann aus einer kahlen Stelle im Hochsommer noch ein Beet werden, das im September und Oktober richtig Freude macht. Und genau das ist die schöne Botschaft. Dein Garten ist im Juli nicht fertig.
Er bekommt nur eine zweite Chance. So passt es besser. Nicht mager, aber auch nicht aufgebläht.